Um die Eigenschaften von Boden als Baustoff bzw. auch den Baugrund beurteilen zu können, kommen Labor- und Feldversuche zum Einsatz. Besonders den Feldversuchen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, weil die Eigenschaften wirklich vor Ort im Feld, im Baufeld ermittelt werden können. Gerade die Plattendruckversuche sind dabei wichtig, um die Verdichtungsqualität des Bodens bzw. die Tragfähigkeit zu beurteilen. Während der statische Plattendruckversuch in einem anderen Video erklärt wird, geht es in diesem Video um den dynamischen Plattendruckversuch. Den zeichnet aus, dass er eine relativ kompakte Bauweise hat. Man braucht kein Gegengewicht und kann deswegen auch unter beengten Verhältnissen und relativ zügig solche Plattendruckversuche ausführen. Ein kleiner Nachteil ist, dass er aufgrund der Versuchsdurchführung und der Eigenschaften nicht ganz so gut korrelierbar ist mit den Verdichtungsgraden und den In-situ-Dichten. Das bedeutet, man braucht immer auch zur Korrelation statische Plattendruckversuche dazu. Ja, und wie dieser Versuch jetzt durchgeführt wird und man ihn dann nachher auswertet, das zeigen wir Ihnen in diesem Video. Der dynamische Plattendruckversuch wird mit dem sogenannten leichten Fallgewichtgerät im Feld durchgeführt. Über eine definierte Belastungsfläche unter der Versuchsplatte wird der Boden mehrfach dynamisch belastet. Das heißt, der Versuch sieht keine dauerhafte statische Belastung des Bodens vor, sondern er leitet eine definierte Stoßbelastung dynamisch in den Boden ein. Die Masse des Fallgewichts beträgt typischerweise 10 Kilogramm und die Fallhöhe 113,5 cm. Damit ergibt sich eine maximale Stoßkraft auf die Platte von 7,07 kN. Dies bewirkt bei einer Lastplatte von 300 mm eine kurzzeitig wirkende maximale Bodenpressung von Delta Sigma gleich 100 kN pro Quadratmeter. Auf der Versuchsplatte ist ein Beschleunigungsaufnehmer montiert, mit dem die Setzungsamplitude S berechnet werden kann, die durch den Aufschlag des Fallgewichts im Boden erzeugt wird. Aus der eben erwähnten Bodenpressung von 100 kN pro Quadratmeter und der im Feld ermittelten zugehörigen Setzung wird dann der sogenannte dynamische Verformungsmodul EVD bestimmt. Der Index D steht dabei für dynamisch. Im Gegensatz zum statischen Plattendruckversuch wird also hier kein Gegengewicht benötigt und der Bauablauf einer Baustelle wird kaum gestört. Vor der Durchführung des Versuchs ist zunächst dafür zu sorgen, dass die Lastplatte vollflächig auf der Prüffläche aufliegt. Körner größer als 1/4 des Lastplattendurchmessers dürfen nicht unmittelbar unter der Lastplatte vorhanden sein. Zum Ausgleich von Unebenheiten wird erforderlichenfalls eine wenige Millimeter dicke Schicht aus trockenem Mittelsand aufgebracht. Dann kann das leichte Fallgewichtgerät aufgesetzt und an den Messcomputer angeschlossen werden. Sobald dieser eingeschaltet ist, kann der Versuch starten. Für die Ermittlung des dynamischen Verformungsmoduls EVD werden mit dem Fallgewichtgerät 3 einzelne Messstöße ausgeführt. Dabei wird das Fallgewicht aus der festgelegten Fallhöhe ausgeklingt, sodass es über die Führungsstange in das Plattenzentrum einschlägt. Zunächst wird die Prüffläche mit 3 Vorbelastungsstößen vorbelastet. Danach wird die Messeinrichtung gestartet
Und mit den nachfolgenden 3 Messstößen werden die jeweiligen Setzungsamplituden S1, S2 und S3 für jeden einzelnen Messschlag erfasst. Zur Versuchsauswertung berechnet die Messeinrichtung den arithmetischen Mittelwert Sm der Setzungsamplituden. Mit dem Radius r der Lastplatte kann dann der dynamische Verformungsmodul EVD über die folgende Formel berechnet werden. EVD ist gleich 1,5 mal r mal Delta Sigma durch Sm. Dieser EVD-Wert wird dann direkt am Gerät ausgegeben. Schauen wir uns die Auswertung des dynamischen Plattendruckversuchs einmal anhand eines Beispiels an, so wie es vor Ort ermittelt wurde. Zum Einsatz kam hier eine Lastplatte mit einem Durchmesser von 300 mm und ein Fallgewicht mit der Masse von 10 Kilogramm. Für die 3 Messstöße wurden die folgenden Setzungen vom Gerät registriert. Setzung S1 betrug 0,277 mm, die Setzung S2 für den zweiten Prüfstoß 0,282 mm und die Setzung S3 0,299 mm. Aus diesen 3 Einzelsetzungen wird das arithmetische Mittel gebildet, was sich in diesem Fall zu 0,286 mm ergibt. Die Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls EVD erfolgt dann über die Formel 1,5 mal r mal Delta Sigma durch Sm, in diesem Beispiel also 1,5 mal 300 mm durch 2 mal 100 kN pro Quadratmeter dividiert durch 0,286 mm. Das ergibt einen Wert von 78.671 kN pro Quadratmeter bzw. 78,7 Meganewton pro Quadratmeter. In dieser Form finden Sie das auch auf der Auswertung des Versuchs gemäß Geräteausdruck. In diesem Video haben Sie nun gesehen, wie man mit Hilfe des dynamischen Plattendruckversuchs die Verdichtungskennwerte, den dynamischen Verformungsmodul auf der Baustelle bestimmen kann. In der Regel dienen Korrelationen zu anderen Verdichtungskenngrößen, wie zum Beispiel dem Verformungsmodul aus dem statischen Plattendruckversuchs oder der Proktordichte, zur Einschätzung der Versuchsergebnisse. Dazu ist es üblich, dass man auf einem Baufeld für die dort spezifisch verwendeten Materialien und Baugeräte Kalibrierungsversuche durchführt, um diese Kenngrößen am besten miteinander in Beziehung setzen zu können. Erst dann sind die Ergebnisse des dynamischen Plattendruckversuchs sinnvoll interpretierbar. Sie sollten auch beachten, dass der dynamische Plattendruckversuch in Deutschland nicht genormt ist. Es gibt aber einige technische Prüfvorschriften, zum Beispiel von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, in denen der Ablauf noch einmal genauer beschrieben ist und auch einige Korrelationen für typische grobkörnige Böden zu finden sind.